Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report Livestream. Heute mit dem Thema Hui Gold Ratio Mega-Ausbruch voraus. Disclaimer. Hui Gold Ratio Mega-Ausbruch voraus. Das Hui Gold Ratio sieht auch immer besser aus. Die 20-Tageslinie blau hat im Oktober die 50-Tage-Linie rot nach oben durchbrochen. Siehe auch der blaue Kreis in der Kleingrafik. Wir haben seit dem Tief Anfang September drei höhere und vier höhere Hochs. Hellblauer Kanal. In einer Goldaktienhause wie 2019 und 2020 kommt es innerhalb von 4 bis 6 Monaten zu einem starken Ausbruch. Dieser könnte das Hui-Gold-Ratio entlang der steigenden roten Trendlinie bis März, April 2023 auf 0,315 bringen. Aber erst müssen wir die 20- und die 50-Tageslinie, die naheliegende 200-Tage-Linie nach oben durchbrechen, wie wir es auf den Chart 3 deutlich erlebt haben. Wenn anschließend die 20-Tageslinie über die 50-Tageslinie steigt, befinden wir uns wahrscheinlich wieder am Höhepunkt, dem eine Korrektur folgt. Genau darauf müssen wir achten. Auch wenn das alles sehr schnell geht, im Moment sieht es gar nicht danach aus. Die Stimmung ist schlecht, die Kurse tief und unattraktiv, was nichts anderes bedeutet, dass es immer noch Kaufkurse ist. Ja, so ist es. Vielleicht noch mal eine kleine Erläuterung. Es fällt eben auf, wenn die 20-Tageslinie, das ist hier die blaue Linie, deutlich unter der 200-Tageslinie ist, wie zum Beispiel hier im April oder Mai 2019, wo das so war. Oder hier auch sozusagen während des Corona-Tiefs folgte immer so ein knappes halbes Jahr ähm, Goldaktienanstieg. Nicht viel mehr. Dann war es vorbei. So eine ähnliche Situation haben wir ganz offensichtlich jetzt. Auch jetzt ist noch die 20-Tageslinie deutlich unter der 200-Tageslinie. Ähm, die Folge dürfte auch genau wie in den anderen Situationen ein 4 bis 5 monatiger Anstieg sein. Zumindest sollten wir im Bewusstsein haben, wenn diese 4 bis 5 Monate vorbei ist und diese 20-Tageslinie deutlich über der Tageslinie ist, kommt es meist zu einer Korrektur. Nicht viel anders beispielsweise auch wie hier im März, April 2021 war. Auch da war die 20-Tageslinie deutlich über der 200-Tageslinie, was dann eigentlich ein Zeichen ist, dass Goldaktien dann vorerst nicht so attraktiv ist und dann auch so eingebrochen sind. Jetzt ist sie darunter attraktiv. Also sehr wahrscheinlich in den nächsten 4 bis 5 Monaten Goldaktienrallye. Gut, das andere auf diesen hohen Wert 0,315, keiner hat eine Kristallkugel, das wollen wir auch gar nicht damit uns anmaßen, dass wir sagen, es steigt dahin. Wir verbinden halber einfach die Linien. Das kann man ja ruhig mal machen. Und, und es sieht ja auch plausibel aus, dass sie, sage ich mal, diese Hui-Gold-Ratio dementsprechend hier verzerrt haben. Sehr, sehr wahrscheinlich. Sie sehen das an dieser Chartdynamik, dass hier definitiv der Boden gefunden ist. Und das spricht für eine mehrmonatige Goldaktienreise. Also die dürften wir auf alle Fälle kriegen, wenn jetzt kein großes Liquidity-Event wie Krieg oder sonst was dazwischen kommen sollte. Haben wir die nächsten 5 bis Monaten auf alle Fälle Goldaktien-Rallye. Zumindest in der Dimension, wie jetzt hier beispielsweise hier vom April, Mai 2019 bis Ende 2019 und dann eben nochmal von der Corona-Krise also im März, April bis zum September 2020. Also sowas sollten wir kriegen. Aber die Charts geben es unter Umständen her, dass jetzt auch ein mega Anstieg dieser Goldratio kommt. Das heißt, ein extremer Anstieg bei Goldaktien, so wie wir sie im Grunde genommen im Jahr 2003, 2004 erlebt haben. Das ist den Leuten nicht bewusst, denn da ging es innerhalb von sehr, sehr wenigen Jahren dann von 0,1 auf 0,64. Und das wäre noch nicht mal der historische Mittel. So tief sind Goldaktien. Also ist theoretisch denkbar, dass mal so zum Spike kommt. Das wäre natürlich die absolute Top-Situation für Goldaktien. Ich meine, es ist nicht auszuschließen.
Also zumindest kriegen wir eine moderate Goldaktienrallye. Das ist ziemlich sicher. Es sind Kaufkurse wie beschrieben und keine Verkaufskurse. Das ist erstmal entscheidend, meines Erachtens zu wissen. Ja, Gold-Silber-Projektgenerator Mexiko, 19 Millionen kanadische Dollar Marktkapitalisierung, hohes Risiko. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung des Silber-Gold-Projekt Cruz de Plata in Durango, 23 Quadratkilometer. Das Projekt Cruz de Plata umfasst ein Oxid-Gold-Projekt, genannt El Capitan, und zwei historische Silberminen, Jesus Maria und San Rafael im historischen Bergbaugebiet Pinoles in Durango, Mexiko. Das Projekt Cruz de Plata verfügt über eine etablierte abgeleitete Ressource, 305.000 Unzen Gold mit 0,46 Gramm pro Tonne und 15 Millionen Unzen Silber mit 62 Gramm pro Dollar, also Low-Gerät, die in mehreren Richtungen und Tiefe weiterhin offen ist. Das Capitan Hill Oxide Gold Projekt, es wird vermutet, dass es dort noch signifikante Erweiterung der Oxid-Gold-Ressource auf 700 bis 1 Million Unzen anvisiert werden kann. Also und dann haben sie noch das Jesus-Maria-Projekt, das ist eine hochgradige historische Silberfunde haben sie da gemacht. Das hat vermutlich auch den Kurs damals hier im Februar, März 2021 so massiv getrieben, wie Sie hier an dem Chart sehen. Das sind 3.409 Gramm pro Tonne Silber, ist natürlich attraktiv, hohe Bleiwerte und hohe Zinkwerte. Ja, mittlerweile eben seit dieser Korrektur, wie wir sie jetzt hier seit April erleben mussten, hat die Aktie jetzt nachgelassen, hat meines Erachtens den Boden erfunden und will jetzt im Grunde genommen auf alte Höhen meines Erachtens wieder zurück. Ja, was haben wir angegeben für den Potenzialfaktor? Wir haben 1 Million Unzen Low-Grade-Gold angegeben, das heißt diese 0,5. 1 Million deshalb, weil sie eben denken, dass bis zu 1 Million Unzen die Ressource erweitert kann. Das ist ja dieser Potenzialfaktor ist ja ein theoretischer Potenzialfaktor. Wir versuchen damit einfach nur abzuschätzen, wenn es zu einer Goldaktienmania, sprich Gold 2.400 Dollar, glauben wir, dass die Goldaktien wie in den frühen 2000er Jahren dann ihr inneres Hoch sozusagen im Verhältnis zu Gold erreichen. Könnte diese Aktie dann sozusagen hier um das circa 30-fache steigen, was dann bedeuten würde, dass sie jetzt von 0,27 auf 9,18 Dollar steigen würde. Ja, wie gesagt, Mexiko, es ist gute Umgebung eigentlich, wie gesagt, aber auch Abzug 25%, was diese 0,75 symbolisiert. Ja, jede Menge Silber, denke ich mal, noch weiteres Explorationspotenzial und ziemlich unbekannter Wert eigentlich, aber trotzdem meiner Meinung nach ganz interessant, sich mal anzusehen. Ist natürlich wie immer keine Kaufempfehlung, ist einfach mal einen Überblick zu geben, was da draußen am Markt so Interessantes noch existiert. Und ich meine, solche Aktien können dann schnell die alten Hochs wieder erreichen und wenn es dann wirklich zu einer Gold- und Silbermania geht, dann auch den Mehrdollarbereich gehen. Da ist dann alles möglich aus meiner Sicht, wenn es dann zu einer Mania kommt. Und diese Art Unternehmen reagieren dann unter Umständen, wie Sie auch gesehen haben, relativ heftig auf ein verbessertes allgemeines Klima. Ja, was kann man jetzt noch tun? Man kauft eben solche Goldaktien mit großen Ressourcen, bindet sich nicht an eine Aktie, verteilt das auf mehreren Aktien, beobachtet das weiter und kauft gegebenenfalls erfolgsversprechend mit guter Chartdynamik weiter nach, um sich so systematisch an die besseren Aktien halten zu können und damit man das Risiko ein bisschen verkleinert. Sie sehen hier den Bullenmarkt von 1976 bis 1980. Da kamen diese ganz großen äh, Bewegungen. Teilweise ging es von 15 à 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 Dollar. Also teilweise könnte man, und das war gar nicht so selten, aus 1.000 Dollar eine Viertelmillion Dollar machen. Ja, und man muss wissen, dass aktuell die Goldaktienverhältnisse in den 70er Jahren auch zu deren Tief sind strategisch extremst unterbewertet. Also wir sind in keinster Art und Weise zu vergleichen mit den 1970er Jahren. Das ist ein völlig kaputt gemachter und zerstörter Markt, das nur erklärbar ist durch diesen Einsatz
Derivate, die es damals einfach noch gar nicht gab, können Sie das bewegen. Wenn sich das irgendwie auflösen sollte, wenn die Kraft der Derivate, sprich die Stabilität des Finanzsystems nachlässt, dann müsste eigentlich eben die ganze Preisverzerrung aufgelöst werden und es müsste zu einer ungeheuren Goldaktienrallye führen. Und das könnte denn die Dimension haben, hier wie in den 1970er Jahren. Wir müssen uns überraschen lassen. Also Gold braucht sich im Grunde genommen nur etwas zu bewegen, vielleicht auf 2300, 2400, 2500. Und wir haben möglicherweise einen noch nie dagesehenen, vielleicht mit Ausnahme der 1970er Jahre, gesehene Mania. Also ich denke mal, wir haben nach wie vor eine interessante Situation, gerade weil auch keiner, sag ich mal, an diese Art Story im Grunde genommen glaubt, das Zutrauen, dass Goldaktien sich überhaupt wieder irgendwie positiv entwickeln können, ist eigentlich komplett raus. Aber wie gesagt, die investieren viel Energie, um genau diesen Anschein zu erwecken. So, und wenn die irgendwas hier so einen Anschein entwecken wollen, ist das eine interessante Situation. Und das können die nicht ewig aufrechterhalten. Das Finanzsystem wird schwächer und das dürfte der tiefere Hintergrund sein, warum auch die Goldaktien so runter zerstört. Und die wissen es, früher oder später lässt die Kraft des Finanzsystems nach und wie von Geisterhand gehen dann die Gold- und Silberaktien dementsprechend hoch. So muss man es verstehen. Zum einen, um die Massen zu täuschen, rauszuhalten, Gold und Silber nicht attraktiv zu finden, geschweige denn Goldaktien. Und zum anderen, mit der letzten Bewegung, in Anführungsstrichen, der Matrix, nochmal einen großen Reibach zu machen. Und wir sollten uns auch daran beteiligen, weil es gibt da nicht viel Alternativen. Ich hatte jetzt gerade noch mal hier von der Goldmesse von Martin Siegel, der einer der besten Goldaktienfonds hält, auch nochmal eine Prognose gegeben. Wollte ich jetzt hier eigentlich aufzeigen, aber werde ich unten nochmal verlinken im Video. Der hat auch gesagt, dass aufgrund des gegenwärtigen Umfelds hält er seine Goldpreisprognose von 1300 bis 1500 aufrecht. Er hat jetzt kein Zeitdatum jetzt genannt, aber ich denke, das können wir komplett so übernehmen. Das ist eigentlich ganz sicher, dass das kommt. Und das ist im Grunde genommen nicht viel. Wen interessiert das? Das ist von 1700 auf 2300. Aber für Goldaktien gerade bedeutet das jetzt in dieser Umgebung dann wirklich alles und die machen die ganz große Show in der Situation. Der 1000-Becker-Report, wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen. Wir haben eine Exit-Strategie entwickelt, was kauft man, wenn der Boom vorbei ist. Bei Interesse erstelle ich noch einen Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung. Finden Sie alles unten im YouTube-Bereich verlinkt. Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Das ist in erster Linie interessant, nicht zur dauerhaften Einlagung aus meiner Sicht, sondern dass Sie ein Werkzeug haben, um schnell und sicher und günstig vor allen Dingen große Mengen Gold und Silber kaufen zu können, wenn es vielleicht an den Edelmetallhändlern und so zunehmend schwierige Abgebegrenzen und auch unter Umständen eine ziemliche Abzocke auch einfach und lange Schlangen etc. Also dort können Sie einfach kaufen. Die kaufen meist 15 Kilogramm waren Silber, weil sie die günstigsten Preise kriegen und sie kriegen dann ihren Teil, das ist sofort in der Schweiz sozusagen zollfrei eingelagert. Das heißt, sie können sich das auch ausliefern lassen. Also es kam ja hier und da die Frage hoch, ja, macht es denn eigentlich Sinn, im Zollfreilager dauern zu lassen? Wissen ja dann auch die Behörden etc. Ja, sicher berechtigter Einwand, aber erstmal in der Situation überhaupt an ausreichende physische Gold- und Silbermengen zu kommen, ist das ein interessantes Werkzeug. Was Sie am Tag danach oder danach machen, ich sage ja, Sie können sich ausliefern lassen. Zum Beispiel kann man das Silber auch ohne die Mehrwertsteuer dann zahlen zu müssen, umtauschen in Gold und sich als Gold ausliefern lassen. Je nach Belieben. Das geht alles. Ja, also einfach ein Tool, um in schwierigen Situationen ausreichend an günstige Ware zu kommen. Ja, gerne, bevor man überhaupt physische Ware kauft, immer auf Vergleichsportale gehen. Ja, vielleicht noch mal ein paar nützliche Informationen. Kontakt, mit welchem Broker können Sie arbeiten, ist da verlinkt, mit welchem Broker in der Schweiz, wo können Sie Edelmetalle in der Schweiz oder Liechtenstein einlagern, Langfristchart von Gold, Silber, Uran, anderen wichtigen Rohstoffen, Goldaktienindex, GDX und GDXJ
Goldaktien, Goldratio, die ich Ihnen heute gezeigt habe. Da ist auch nochmal der Link dazu. Buch über Goldaktienbewertung, wo kauft man am günstigsten Edelmetalle, weitere internationale ähm, Goldaktien, Diskussionsforen wie COCA, weitere Informationsstatisten, Videos. Wenn Sie generell Fragen, Zustellungsprobleme, Anregungen haben, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Schreiben Sie mir Mail, rufen Sie sich an. Sobald ich Zeit habe, würde ich mich dann bei Ihnen wieder melden. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat. Vielleicht auch die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos, wenn die dann erscheinen, informiert werden. Also nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.